Bewegung ist eine der besten Medikamente bei Hüft- und Kniearthrose. Aber was machst du, wenn jeder Schritt beim Gehen wehtut? Wenn die Belastung das eigene Körpergewicht sich anfühlt wie Glas im Gelenk? Viele stellen dann den Sport komplett ein. Und genau das ist der Teufelskreis. Doch es gibt eine Lösung, die dein Gelenk schont, dein Herz stärkt und sogar deine Knorpelqualität verbessern kann, ohne dass du dein volles Gewicht tragen musst. Das Radfahren oder Ergometer. In diesem Video zeige ich dir, warum das Radl bei Arthrose fast schon wie eine Gelenksschmierung wirkt, welche erstaunliche Begleiteffekte auf deine Gesundheit hat. Und ganz wichtig, ich gebe dir einen konkreten Plan in die Hand. Wie oft, wie lange und wie intensiv solltest du trainieren, damit deine Schmerzen wirklich weniger werden. Bleib dran! Und wenn du jemanden kennst, dem jeden Schritt gerade schwer fällt, dann schick ihm dieses Video. Manchmal ist genau das der erste Schritt zurück in Bewegung. Warum ist das Fahrrad so genial bei Arthrose? Ganz einfach. Wir nehmen das Körpergewicht fast komplett aus der Gleichung. Wusstest du, dass schon beim ganz normales Gehen das 3- bis 4-fache deines Körpersgewicht auf dein Knie oder Hüftgelenk drückt? Bei jedem Einzelschritt. Wenn du dann nochmal versuchst zu joggen, wirken bei jedem Aufprall Kräfte von 9-fache deines Körpergewichts. Bei einer fortgeschrittenen Arthrose ist der natürliche Stoßdämpfer, der Knorpel, aber bereits angegriffen. Kein Wunder also, dass das Gehen zur Qual wird. Hier kommt das Ergometer ins Spiel. Studien zeigen, dass das regelmäßige Radeln über mehrere Wochen tatsächlich dazu führen kann, dass Schmerzen weniger werden, die Beweglichkeit besser wird und man im Alltag wieder mehr schafft. Das passiert, weil wir auf dem Fahrrad diese gewaltige Last fast komplett aus der Gleichung nehmen. Da dein Gewicht auf den Sattel ruht, bewegt sich deine Gelenke unter minimalem Druck. Die Gelenkfläche reiben nicht mit voller Kraft aufeinander, sondern gleiten sanft. Du durchläufst einen größeren Bewegungsumfang, ohne dass die Gelenkfläche aufeinander gepresst werden. Man kann sich das wie eine Pumpe vorstellen. Knorpel hat keine eigenen Blutgefäße. Es ist auf den ständigen Wechsel von Druck und Entlastung angewiesen, um Nährstoffen aufzusagen. Moderate Bewegung auf dem Rad hilft dir dabei, den Glykosamingehalt, das ist ein wichtiger Baustein deines Knorpels, zu verbessern. Du pflegst dein Gelenk also von innen, während du trittst, ohne es mit deinem Körpergewicht zu überfordern zu Beginn. Aber es geht nicht nur um den Knorpel. Studien zeigen, dass ein regelmäßiges Training auf dem Rad die Kraft deiner Oberschenkelmuskulatur um etwas 10% steigern kann. Warum ist das wichtig? Starke Muskeln wirken wie ein Stoßdämpfer. Sie fangen die Last ab, bevor sie ins Gelenk landet. Und es gibt noch einen Bonus. Viele Menschen mit Arthrosen kämpfen auch mit einer Begleiterkrankung, wie zum Beispiel das Diabetes oder ein Übergewicht. Das Fahrradfahren schlägt hier gleich 2 Fliegen mit einer Klappe. Es verbessert deine Ausdauer, kurbelt deinen Stoffwechsel an und hilft dir, dein Gewicht zu kontrollieren, was wiederum den Druck auf deine Gelenke im Alltag massiv reduziert. Sogar auf die Psyche hat es messbare Effekte und wirkt wie ein sanftes Antidepressivum. Du fühlst dich einfach wieder handlungsfähig. Und wenn dir dieses Video gefällt und du mehr lernen möchtest, was du selbst für deine Gesundheit tun kannst, dann abonniere meinen Kanal. Hier zeige ich dir jede Woche neue Tipps für deine Gesundheit. Dein konkreter Plan. Wie oft, wie lange, wie intensiv. Jetzt kommt aber der entscheidende Punkt. Viele steigen einfach aufs Ergometer und denken, jetzt muss ich mich richtig anstrengen, damit es auch etwas bringt. Und genau da liegt oft das Problem. Denn dein Ziel ist nicht, dich aufzupowern, dein Ziel ist, dein Gelenk eine gute, verträgliche Bewegung zu geben. Wenn du
viel zu viel Widerstand einstellst, zu lange fährst oder deine Schmerzgrenzen übersteigst, passiert schnell das Gegenteil. Das Gelenk wird gereizt und die Beschwerden nehmen zu. Deshalb ist die richtige Dosierung entscheidend. Starte mit 3 Trainingstage pro Woche. Dein Körper und deine Gelenken brauchen die Tage dazwischen, um sich an die neue Belastung anzupassen und sich zu regenerieren. Später arbeite dich langsam hoch. Kontinuität ist hier wichtiger als einen einmaligen Krafttag. Beginne in den ersten 3 Wochen mit 20 Minuten. Fühlst dich gut? Dann steigere dich jede Woche um etwa 5 Minuten, bis du bei einer Einheit ungefähr bei 45 Minuten ankommst. Wie anstrengend. Das ist der wichtigste Punkt. Wir wollen in einen moderaten Bereich trainieren. Stell dir eine Skala von 0 bis 10 vor. 0 ist ein entspannten Sitzen auf dem Sofa und 10 ist eine totale Verausgabung. Mehr geht gar nicht. Dein Ziel beim Radl ist eine 5 oder eine 6. In diesem Bereich spürst du eine deutliche Steigerung deines Herzschlags und deiner Atmung. Du kommst ins Schwitzen, könntest dich aber theoretisch noch gut unterhalten. Wer genauer wissen will, das entspricht etwa 50 bis 60% deiner maximalen Herzfrequenz. Ein ganz wichtiger Punkt: der Widerstand soll eher niedriger sein. Viele treten zu schwer, zu langsam und mit viel zu viel Druck. Für dein Gelenk ist es erstmal oft besser, etwas leichter, aber dafür flüssiger zu treten. So bleibt die Bewegung gleichmäßig und deutlich schonender. Und dann gibt es noch eine einfache Regel, die dir dabei helfen kann. Leichte Schmerzen während der Bewegung sind okay. Aber wenn die Schmerzen danach, 24 Stunden später, deutlich stärker werden oder länger anhalten, war das zu viel. Dein Körper gibt dir eigentlich ziemlich klares Feedback. Man muss nur lernen, darauf zu hören. Was auch wichtig ist zu verstehen: Fahrradfahren ist ein super Einstieg, gerade wenn Gehen noch unangenehm ist. Aber langfristig solltest du es nicht dabei belassen, denn dein Gelenk braucht nicht nur Bewegung, sondern muss auch belastbarer werden. Und das bekommst du mit Joggen und Krafttraining hin. Wenn du also Arthrose hast und Gehen gerade schwierig ist, dann kann das Ergometer genau das richtige erste Schritt sein. Nicht perfekt, nicht schmerzhaft von heute auf morgen, aber ein Weg zurück in Bewegung. Und genau darum geht es am Ende. Es muss nicht perfekt sein, sondern deinem Körper wieder die Möglichkeit geben, sich gut zu bewegen. Ich danke dir fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ciao!